Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine Schokoladen-Pudding-Sahnetorte. Das ist die dritte Torte in meiner Osterreihe. Eine kommt noch nächste Woche. Heute werde ich alle Schokoliebhaber beglücken, denn die Torte besteht aus meinem schokoladigen, dunklen Biskuit. Das Video verlinke ich euch gerne auf dem kleinen i und hier unten in der Infobox findet ihr alle wichtigen Infos zum Rezept. Dort findet ihr auch den Link zu meinem Blog. Und auf meinem Blog könnt ihr das Rezept auch ausdrucken. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mitschreiben. Außerdem gibt es wieder ein Grundrezept und zwar dieses Mal bereite ich die Crème Pâtissière ohne Ei zu, denn bei den letzten beiden Videos habe ich ja die klassische Konditorcreme gezeigt, also die klassische Crème Pâtissière. Die wird traditionell mit 6 Eigelb zubereitet. Das scheint natürlich viel und es ist auch viel, gebe ich zu. Und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, ja, wie kann man das denn ohne Ei hinkriegen und habe da für euch so ein bisschen rumexperimentiert und ich zeige euch eben für diese Torte jetzt die Crème Pâtissière au Chocolat ohne Ei. Und genauso könnt ihr die Creme auch zubereiten mit Himbeergeschmack oder auch mit Vanillegeschmack. Das ist dann kein Unterschied, außer dass ihr eben die Schokolade wiederum oder den Kakao ersetzt durch etwas Himbeermus oder eben das Rezept ganz klassisch zubereitet, nur mit Vanilleschote. All diese 3 Rezepte schreibe ich euch bei mir auf den Blog, sodass ihr die dann als Grundrezepte auch in eure Sammlung aufnehmen könnt. Den Biskuit backen wir uns am Vortag vor, wie immer, und schneiden ihn dann zweimal durch, sodass wir 3 Böden haben. Und wir starten dieses Video mit der Zubereitung der eifreien Schoko-Konditorcreme. Diese Creme könnt ihr übrigens auch am besten am Vortag zubereiten, damit sie einfach schon schön ausgekühlt ist. Wenn ihr dann die Torte füllen wollt, dann müsst ihr nicht so lange darauf warten, dass sie abkühlt. Wir geben uns jetzt erstmal die trockenen Zutaten in eine Schüssel und vermischen die miteinander. Und in dem Fall sind es jetzt einfach der Zucker, 120 Gramm oder 100 Gramm, je nachdem wie süß oder weniger süß ihr den Pudding haben wollt. Dann kommt die Stärke hinzu. Ich habe jetzt hier 70 Gramm genommen. Das scheint etwas viel, aber wir wollen uns ja auch die Eier ersetzen. Eine Prise Salz kommt hinzu natürlich. Und jetzt bei der Schokoladencreme unser Kakao. Und hier könnt ihr natürlich auch was anderes verwenden. Hier könntet ihr zum Beispiel ein bisschen Kaffee noch mit reinmischen. Dann wird es eine Schoko-Kaffee-Creme. Also den Kakao hinzu. Dann nehme ich 50 Gramm. So, und das verrühren wir uns jetzt schon mal miteinander. Gerne dürft ihr natürlich den Kakao auch sieben, gar kein Thema. Und von meiner kalten Vollmilch, das sind 600 Gramm, gebe ich jetzt 200 bis 300 Gramm hinzu und rühre mir das einfach schon mal schön an, dass es eine geschmeidige Paste wird. Die werde ich dann nachher in meine Milch einrühren. Also eigentlich ganz einfach, wie man halt einen Pudding kocht. Das ist keine große Sache. Aber damit das Ganze nicht klumpt, ist es eben wichtig, dass wir jetzt hier dieses Stärkegemisch erst einmal anrühren. Und für die Veganer, ihr könnt natürlich diese Milch einfach ersetzen durch eine Pflanzenmilch und auch am Schluss die Butter dann eben durch eine pflanzliche Butter ersetzen. Ich gebe jetzt hier einfach mal so 200 Milliliter oder 200 Gramm so ungefähr hinzu. Unterrühren. Einfach so die Hälfte ungefähr, dass sich hier eine schöne, geschmeidige, stärker Kakao-Zuckercreme ergibt. Perfekt. So, das können wir uns gerade beiseite stellen. Und jetzt nehmen wir uns einen Topf, der sollte kalt ausgespült sein. Genauso alles wie bei der Konditorcreme, die ich euch schon gezeigt habe in den 2 anderen Videos. Gerne dort auch nochmal nachschauen gehen. Wir müssen uns natürlich jetzt die Milch wieder mit der Vanille so ein bisschen köcheln lassen, damit sie einfach schön vanillig schmeckt. Wenn ihr keinen Vanillegeschmack in der Creme mögt oder wollt, dann könnt ihr diesen Schritt natürlich auch weglassen und die Milch einfach so aufkochen. Um mal die Variante zu zeigen, ich gebe jetzt hier Vanillepaste hinzu. So ungefähr einen Teelöffel und koche die Milch natürlich auch auf. Alles unterrühren, damit einfach nichts anbrennt. Das ist super, super wichtig, sonst gibt es einen Klümpchenpudding und das wollen wir ja nicht. Und sobald die Milch bei euch einmal aufgekocht und schön gezogen ist, könnt ihr dann schon das angerührte Gemisch hinzugeben und das Ganze zu einem Pudding aufkochen. Und zwar unter ständigem Rühren, damit einfach nichts anbrennt. Also langsam hinzugeben, unterrühren. Topf so ein bisschen drehen, damit man überall hinkommt am Boden, dass da nichts ansetzt. Und ihr seht, das wird jetzt dicker. Und jetzt entsteht unser Pudding. Und jetzt müsst ihr 3 bis 4 Minuten rühren.
Das ist leider so. Tut mir leid. Ihr habt ja jetzt alle schon Muskeln von den vorhergegangenen Rezepten. Und wenn ihr nicht mehr könnt, dann dürft ihr den Topf auch gern mal kurz runterstellen und dann einfach wieder raufstellen. Und ihr seht, dass der Pudding nach einiger Zeit richtig schön glänzend wird. Das ist die Stärke, die schön abbindet. Und wenn das der Fall ist, dann könnt ihr aufhören zu rühren, beziehungsweise den Pudding natürlich erst vom Feuer runternehmen. Und dann dürfen wir uns auch schon die Butter oder Margarine oder eben pflanzliche Butter untermontieren. Das sind einfach 50 Gramm. Und die gerade noch mit unterrühren. Dadurch wird der Pudding einfach noch geschmeidiger, glänzender und schmeckt auch besser. Sobald der Pudding fertig ist, können wir ihn auf einen flachen Teller oder eine flache Platte umfüllen. Und ihr seht, auch dieser Pudding ohne Ei ist sehr standfest. Standfest genug, dass wir unsere Torte gut füllen können. Und ihr seht, er wird richtig schnell fest. Deswegen schnell abdecken mit Frischhaltefolie, damit sich da keine Haut bildet. Oder wie gesagt mit einem Backpapier, das müsst ihr fetten auf der einen Seite und dann könnt ihr es auch direkt drauflegen, wenn ihr keine Frischhaltefolie habt oder verwenden wollt. Ich stelle mir den Pudding jetzt raus auf die Terrasse, dann kann er schön abkühlen. Wenn er fertig abgekühlt ist, auf Zimmertemperatur mindestens, dann können wir ihn einmal durchrühren und können ihn dann für die Füllung der Torte verwenden. So, ihr seht, der Pudding ist nach der Abkühlzeit super fest geworden und wir werden ihn uns jetzt einmal durchrühren, damit er einfach wieder geschmeidig ist. Und wenn ihr Klümpchen drin haben solltet, dann müsst ihr ihn durch eine flotte Lotte oder durch ein Sieb streichen. Das bleibt euch dann nicht erspart, aber wenn ihr richtig gut rührt, dann passiert das auch nicht. In eine Schüssel geben, damit wir jetzt einfach gut verrühren können nochmal. Und ihr seht, er ist richtig, richtig schön fest und super schokoladig. Und man kann jetzt das Rührgerät nehmen oder aber auch einfach so einmal durchrühren. Ich nehme jetzt mal den Spatel, der ist ein bisschen fester, denn der Pudding ist schon wirklich sehr, sehr fest. Gut standfest, genau richtig für unsere Tortenfüllung. Wunderbar, unser Pudding ist fertig und schön geschmeidig. Jetzt können wir uns an die Sahne machen. So, hier haben wir die 400 Gramm kalte Sahne in einer Schüssel und wie immer schlagen wir die Sahne etwas an und lassen dann während des Schlagens unsere Zutaten hinzurieseln. Den Vanillinzucker vermischt mit der Stärke, also dem Sahnefest, mit noch etwas zusätzlichem Zucker, wenn ihr mögt. Und ich nehme noch etwas Vanillepaste hinzu, damit das Ganze noch vanilliger schmeckt. Wir schlagen uns die Sahne gerade kurz an. Und sobald die Sahne so ein bisschen schaumig ist, können wir dann auch schon unsere Zutaten hinzurieseln lassen. So, die Sahne ist schön steif. Die stellen wir uns jetzt bis zur Verwendung kalt und kümmern uns erstmal um die Böden. So, das hier ist mein dunkler Schokobiskuit. Ein schönes Rezept, funktioniert immer und wird richtig schön hoch. Und natürlich werden wir uns den jetzt zweimal durchschneiden, damit wir 3 Böden erhalten. Und hier oben die Backhaut müssen wir abnehmen. Erstmal das Backpapier. Ich habe mir jetzt mein Messer auf 1,5 cm eingestellt und schneide hier gerade durch. Den untersten Boden können wir uns schon mal auf die Tortenplatte legen. Hier schneiden wir jetzt nochmal durch und schneiden uns dann noch die Backhaut ab. Ihr seht, super fluffige, weiche Böden, so wie es sein soll. Und natürlich noch die Backhaut weg. So. Sehr, sehr schön fluffig. 3 fluffige Böden und jetzt werden wir uns die Torte füllen. Wir legen uns den untersten Boden auf unsere Tortenplatte oder Tortenpappe, je nachdem wie ihr arbeiten wollt, und bestreichen uns den mit Schokocreme. Da könnt ihr einfach das nehmen, was ihr daheim habt. Einfach so eine schöne, saftige Lage Schokocreme. Wunderbar, unser unterster Boden ist vorbereitet. Jetzt nehmen wir uns ein Viertel von unserer Schokopuddingcreme und füllen das in einen Spritzbeutel mit Lochtülle und spritzen uns wieder hier einen schönen Rand außenrum. Ja, und ich habe jetzt hier die Tülle Wilton 1A drin und teile mir den Pudding einfach in 4 Teile ein.
und nehme so ungefähr 1/4 jetzt für die Böden, um die Ränder zu spritzen. Die Creme einfüllen. Und ihr seht, die ist richtig schön fest. Also diesen Pudding könnt ihr auch stürzen und einfach so euren Kindern servieren als Nachtisch mal. Oder eben, wie gesagt, mit Sahne verfeinern. Oder auch als deutsche Buttercreme mit Butter aufschlagen. So, auf geht's. Wir können uns die Böden füllen. Einen schönen Rand spritzen, ein bisschen was freilassen, damit die Sahne noch schön die Torte auch umhüllen kann später. Gleichmäßig Druck geben. Sehr lecker. Das gleiche machen wir mit dem mittleren Boden. Also das zeige ich jetzt nicht nochmal extra. Das müsst ihr halt dann separat zubereiten. Ich streiche jetzt hier unten auf den Boden noch unsere Aprikosenmarmelade. Und die ist bei mir ohne Stückchen und einmal durchgerührt, sodass sie einfach schön glatt wird. Das sind so 2 bis 3 Esslöffel. Die geben wir uns hier auf den Boden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich hier auch noch sehr kreativ werden und vielleicht noch Aprikosen reinlegen, halbierte oder Mandarinen oder was ihr denkt, was zur Schokolade am besten passt. Ich kann mir auch Himbeeren gut vorstellen. Also da sind noch andere Varianten möglich. Das können wir uns gerade hier verstreichen, mit dem Löffel oder auch mit der Palette, ganz egal. Schön einfach bis zum Rand. Es gibt dann eine sehr, sehr leckere Aprikotur zwischendrin in der Torte. Und was auch zu dieser Torte toll passt, finde ich, und das würde ich auch beim nächsten Mal vielleicht nochmal ausprobieren, ist ein Marzipan, ein mit Kakao angewirktes Marzipan, das man noch so dazwischen legt. So, mit der Palette geht es einfacher. Schön bis zum Rand verstreichen. Da stellen wir uns das gerade noch beiseite und werden uns jetzt den anderen Boden vorbereiten, den mittleren Boden. Den dritten Boden brauchen wir ja noch für oben auf, das heißt, da kommt nichts drauf. Und dann werden wir die restliche Schokopuddingcreme mit der geschlagenen Sahne vermischen und unsere Böden füllen. Wunderbar, unser Pudding. Ich habe den Rest, den ich jetzt noch übrig hatte, vom Spritzen hier mit hineingefüllt und kann mir jetzt die Sahne hier rauf geben. Am besten in mehreren Portionen erstmal, dass man sieht, wie ist denn die Festigkeit unserer Pudding-Sahne-Creme. Nicht, dass sie zu flüssig wird, aber auch nicht zu fest. Deswegen 400 Gramm Sahne und wenn ihr wollt, könnt ihr auch nur 300 verwenden und den Rest dann zum Einstreichen nehmen. Aber ich denke, 400 ist jetzt doch passender, weil die Creme sehr fest ist, also weil der Pudding sehr fest ist vielmehr. Das jetzt hier gerade unterziehen. Und Pudding und Sahne haben ja die gleiche Temperatur, da dürfte also nichts passieren. Sind beide kalt. Und wenn ihr dieses hier alles als deutsche Pudding-Buttercreme zubereiten wollt, dann müsst ihr nur die Butter auf die Theke legen über Nacht und den Pudding daneben stehen haben. Dann könnt ihr die Butter am nächsten Tag aufschlagen, den Pudding unterrühren, löffelweise und habt eine fantastische deutsche Schokoladen-Pudding-Buttercreme. Also das sind jetzt wirklich 3 Grundrezepte, die ich euch in den letzten 3 Tortenvideos gezeigt habe. Damit könnt ihr wirklich sehr, sehr viel anfangen. Füllungen, Cremes, Desserts, was das Herz begehrt. Und ihr seht, das sind jetzt so ungefähr 300 Gramm Sahne und die Creme ist noch immer relativ fest. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Sahne darunter, aber immer noch nicht alles, weil wie gesagt, den Rest kann man sich dann auch noch zum Einstreichen hernehmen und das so ein bisschen anpassen an die Konsistenz, die man gerne hätte. Das ist jetzt ein fantastischer Schokosahnepudding ohne Ei und wenn ihr wollt auch vegan, wenn ihr die Milch durch Pflanzenmilch ersetzt. Wunderbar, eine schöne Creme. Und die füllen wir uns jetzt wieder in den Spritzbeutel und füllen unsere Torte. So, und wieder ganz einfach mit dem Spritzbeutel einfach eine Spirale aufspritzen. Dann verteilt sich alles schön gleichmäßig und man muss eigentlich gar nicht groß mehr verstreichen. Und das ist immer sinnvoll, wenn man eine Creme hat unter der Sahne, also eine Marmelade vielmehr, denn die lässt sich ganz ungern nur zusammen mit Sahnefüllcreme verstreichen, dann vermischt sich alles und so vermeidet ihr das. So habt ihr dann eine schöne Schicht Aprikose und eine schöne Schicht Schokopudding-Sahne. Gleichmäßig Druck geben. So dass einfach überall gleichmäßig was ist. Ich verstreiche das jetzt noch ein ganz bisschen, dass es einfach schön gleichmäßig ist.
Sehr schön. Wir können uns den mittleren Boden aufsetzen. Schauen, dass alles gut aufeinander sitzt direkt. Man kann da nicht mehr so viel verschieben. So ein bisschen geht noch, aber dass er möglichst gerade auf dem anderen sitzt. Sehr gut. Und wir füllen wieder. Wieder einfach eine Spirale spritzen. Zwischendurch nachfüllen, wenn der Beutel leer sein sollte. Und hier gehen wir jetzt in die Vollen und geben noch eine zweite Lage Schokocreme oben drauf. Wahlweise könnt ihr das natürlich auch auf dem unteren Boden machen. Und wieder schön verstreichen. Bis alles schön gerade ist. Also einfach insgesamt schauen, dass der untere Boden mit der Hälfte der Creme gefüllt ist und der obere Boden mit der anderen Hälfte. Und jetzt kommt hier der letzte Boden oben auf. Wieder schön gerade draufsetzen. Ihr könnt hier auch mit dem Tortenring arbeiten, wenn ihr Angst habt, dass eure Torte sonst nicht gerade wird. Nur fürs Zeigen des Ganzen ist es natürlich immer einfacher, wenn man ohne Ring arbeitet. Jetzt können wir uns die restliche Sahne steif schlagen, die Sahne fürs Eindecken und die Torte rundherum mit Sahne einmal einstreichen. So, die Sahne zum Einstreichen wieder schön steif schlagen und dabei Sanapat oder Sahnefest, Vanillinzucker und gegebenenfalls noch etwas Zucker hinzufügen. Wunderbar. Die Sahne zum Einstreichen kann etwas weniger steif geschlagen werden als die für die Füllung. Dann geht das Einstreichen einfach leichter. Und wenn ihr das Gefühl haben solltet, sie wird nicht richtig fest, dann einfach einen Teelöffel Sanapat hinzugeben, also ein Sahnesteifungsmittel, und dann klappt das auch. So, auf geht's. Der Tortenrohling wird eingedeckt und ich habe hier oben noch die restliche Marmelade eingestrichen in den Boden. Das ist vollkommen optional, wenn ihr noch was übrig habt oder wenn ihr das gern mögt. Gerade hier eine schöne Lage Creme oben auf verstreichen. Das darf ruhig ordentlich Creme sein, denn ja, das ist eben eine Ostertorte. Und wie gesagt, ihr dürft das Ganze auch gerne mit einem Tortenring zubereiten, wenn euch das leichter fällt, und die Torte dann erst nach der Kühlzeit mit Sahne einstreichen und dekorieren. Das geht genauso gut. Aber der Pudding ist so fest, dass man auch ganz gut so arbeiten kann. Einmal erst nur die Krümelkruste machen, denn so binden wir alle Krümel. Die sind ja jetzt sehr dunkel, diese Krümel. Und dann gehen wir nochmal drüber und streichen die Torte komplett ein. So, einmal haben wir die Krümel gebunden und jetzt können wir das Ganze nochmal schön mit Sahne eindecken. Und wenn ihr das Ganze einmal schön mit Sahne eingestrichen habt, dann wird es noch einmal abgezogen und dann darf die Torte für 1 Stunde mindestens, besser aber 4, noch besser über Nacht in die Kühlung, wie immer. So, und das Abziehen geht am besten mit der Teigkarte. Vorsichtig einfach einmal rumfahren, sodass wirklich eine glatte Randfläche entsteht. Abstreichen, nochmal rumfahren. Eventuell nochmal entstandene Löcher flicken und die Torte nochmal nach innen glatt streichen. Und das macht ihr so lange, bis ihr zufrieden seid mit eurem Rohling. So, wenn der Rohling zu eurer Zufriedenheit eingedeckt und abgezogen ist, dann könnt ihr ihn euch mindestens 1 Stunde, besser 4, besser noch über Nacht kalt stellen und dann am nächsten Tag fertig dekorieren. Der Rohling war bei mir über Nacht im Kühlschrank und ist wunderbar fest geworden und ich werde ihn mir jetzt einteilen und schön dekorieren. Wie immer teile ich mir die Torte ein in 16 Stücke. Ihr könnt natürlich auch 14 Stücke nehmen, je nachdem wie viele Personen bei euch mitessen. Sehr schön. Und für die Dekoration werde ich mir etwas Sahne steif schlagen. Natürlich mit Sahnefest.
etwas Vanillinzucker und Kakao, damit es einfach eine dunkle Sahne wird. Ich habe mir den Kakao vorher gesiebt, damit einfach keine Klümpchen jetzt in die Sahne reinkommen. Wie immer erst anschlagen, die Sahne sollte sehr kalt sein und dann lassen wir während des Schlagens unsere Zutaten einrieseln. Vergessen habe ich noch zu sagen, ich habe noch 2 Teelöffel Zucker mit drin, aber das ist optional, wie ihr die Sahne haben wollt. So, die Sahne ist schön standfest, da können wir sie jetzt spritzen. In die Mitte der Torte kommt jetzt ein Hauch Kakao. Jetzt könnt ihr die Rosetten spritzen, wenn ihr den Rand nicht dekorieren wollt. Wenn ihr aber die Schokospäne angeben wollt an die Torte, dann solltet ihr das zuerst tun, damit einfach die Rosetten nicht von den Spänen eventuell getroffen werden und dann kaputt gehen. Deswegen stelle ich mir jetzt meine Sahne nochmal kalt und werde mir erst meine Schokoraspel andrücken. So, einmal ringsrum ist die Torte mit Schokospänen eingedeckt. Und wir machen uns das Ganze natürlich sauber mit dem Backpinsel, fangen den Rest auf und können dann die Rosetten und unsere Ostereier oder Schokoherzen oder was auch immer aufsetzen. Die Rosetten dürfen ruhig groß sein, da wir ja große Dekoration haben, also zumindest wenn ihr die Fondant-Eier benutzt. Und sie dürfen so ein bisschen nach innen auslaufen, damit einfach nachher der Abschluss mit dem Ei schön aussieht. Und die letzte. Sehr schön. Sieht sehr, sehr klassisch aus. Ich werde jetzt auch noch hier unten einen Rand spritzen. Sehr schön. Ihr seht, die Torte sieht sehr, sehr klassisch aus. Tja, jetzt bleibt uns nur noch die Osterdekoration. Und da habe ich jetzt hier Fondant-Eier und Fondant-Hasen. Und ich glaube, ich werde sie einfach abwechseln. So, und die letzten beiden und ein Ei. Und unsere Schokoladenspiegeleier-Torte ist fertig. Sie sieht sehr schön aus, finde ich. Ich kann sie mir auch sehr gut vorstellen, wie gesagt, mit Pralinen oder mit kleinen Herzchen, also mit einer ganz edlen und einfachen Dekoration. Aber für Ostern ist es natürlich auch so schön. Besonders die Kinder freuen sich. So, dann werden wir unser Törtchen anschneiden. Ich überlege jetzt noch, ob ich Hase oder Ei nehme. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Und da kommt unsere mega Schokoladentorte zu Ostern. Die Torte duftet richtig lecker nach Schokolade. Ich probiere sie jetzt für euch. Ich habe extra die große Gabel, damit ich alle Schichten gleichzeitig probieren kann. Echt toll. Schokoschock. Sehr saftig innen drin mit dem Schokoladenpudding. Und ich glaube auch die Aprikosenmarmelade tut ihr Übriges dazu. Schmeckt sehr lecker.
Also die Torte schmeckt schön schokoladig, nicht zu süß, lecker nach dem Schokopudding und auch toll, die Aprikose würde ich auch nicht weglassen. Sehr, sehr leicht, trotz der Schokolade. Ich glaube, man könnte durchaus 2 Stücke davon hintereinander wegessen. Man könnte. Das war meine Schokoladen-Pudding-Sahnetorte mit Fondant-Eiern und Fondant-Häschen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und vielleicht werdet ihr es ja auch zu Ostern zubereiten. Dann vergesst bitte nicht, mir einen Daumen nach oben dazulassen und gerne einen netten Kommentar. Vergesst bitte auch nicht, falls ihr es noch nicht getan habt, den Kanal zu abonnieren. Das ist kostenlos. Und am besten noch gleich die kleine Glocke hier unten drücken. Dann bekommt ihr alle Benachrichtigungen, wenn ein neues Video hochgeladen ist. In der Infobox findet ihr alle wichtigen Infos zum Rezept. Die ist direkt hier unter dem Video und dort findet ihr auch den Link zu meinem Blog. Dort könnt ihr das Rezept auch ausdrucken. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder um 10 Uhr zu einem letzten Ostervideo vor Ostern. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, alles Gute und tschüss! And I've come out here to say